Sag mal, wie oft wolltest du schon mit jemandem auf Deutsch sprechen und hast dich nicht getraut? Du hattest Lust, du hattest die Wörter, aber dein Gehirn hat dir gesagt, nein, nicht jetzt. Ah ja, das kenne ich. Dieser Moment, in dem dein Herz sprechen will, aber dein Mund geschlossen bleibt. Du sagst dir, was ist, wenn ich einen Fehler mache? Was ist, wenn die Person mich nicht versteht? Und zack, die Gelegenheit ist vorbei. Genau darüber sprechen wir heute. Wie beginnt man ein Gespräch? Denn oft ist das Schwierigste nicht das Sprechen, sondern überhaupt anzufangen zu sprechen. Und weißt du was? Die gute Nachricht ist, ein Gespräch zu beginnen hat nichts mit Grammatik oder kompliziertem Wortschatz zu tun. Es ist eine Frage der Einstellung. Ja, selbst mit 2 einfachen Wörtern kannst du echten Kontakt herstellen. Was zählt, ist dein Tonfall, dein Lächeln, deine Energie. Denn Sprache ist auch ein Gefühl. Genau. Schau mal, wenn du einfach nur »Hallo, wie geht's?« mit kalter Stimme und ohne Blickkontakt sagst, antwortet die Person vielleicht höflich und das war's. Aber wenn du denselben Satz mit einem Lächeln, mit einem offenen Blick und mit Ehrlichkeit sagst, dann beginnt das Gespräch ganz natürlich. Das ist das Geheimnis, die Verbindung vor den Worten. Denn ein Gespräch ist zuerst ein menschlicher Austausch. Ja, und viele Menschen denken, ich muss perfekte Sätze kennen, um anzufangen. Aber nein, überhaupt nicht. Das Wichtigste ist, das erste Wort zu wagen. Und je öfter du es machst, desto mehr gewöhnt sich dein Gehirn daran. Es ist wie ein Muskel. Beim ersten Mal ist es schwer. Beim 10. Mal ist es natürlich. Genau, du kannst jeden Tag üben, sogar ohne Partner, vor dem Spiegel, auf der Straße oder im Supermarkt. Sag einfach, guten Tag, Entschuldigung, mögen Sie dieses Produkt? Kleine Sätze, aber große Siege. Denn jeder kleine Kontakt stärkt dein Selbstvertrauen und Selbstvertrauen ist der wahre Schlüssel zu einem guten Gespräch. Ja, und du wirst sehen, je öfter du anfängst, desto mehr Menschen werden dir antworten. Denn die meisten Menschen mögen es, wenn man freundlich mit ihnen spricht. Also bevor wir weitermachen, sag dir Folgendes. Ich kann sprechen, ich kann anfangen, ich muss nicht perfekt sein. Diese 3 Sätze sind dein Reisepass für jede neue Begegnung. Und heute werden wir dir beibringen, wie du sie in allen Situationen benutzen kannst. Auf der Straße, im Café, bei der Arbeit oder sogar online. Ja, denn Deutsch zu sprechen bedeutet nicht nur, eine Sprache zu lernen. Denkst du, ein Gespräch zu beginnen ist kompliziert? Nein, überhaupt nicht. In Wirklichkeit ist es oft sehr einfach. Es braucht nur ein Wort, einen Blick oder ein kleines Lächeln. Ja, schau dir deutschsprachige Menschen auf der Straße, in Cafés oder in Geschäften an. Sie reden die ganze Zeit, aber nicht immer über wichtige Themen. Sie sagen einfach, heute ist schönes Wetter. Oder, dieser Kaffee riecht gut. Oder, diese Schlange ist lang. Einfache Sätze, aber sie öffnen die Tür zu einem echten Gespräch. Genau. Und du kannst sie überall benutzen. Im Supermarkt kannst du sagen, Entschuldigung, wo sind die Tomaten? Oder sogar, dieser Käse sieht gut aus. Kennen Sie ihn? Und in einem Café? Du kannst einfach zum Kellner sagen, guten Tag, einen Kaffee bitte. Dann lächelst du und fügst hinzu. Heute ist viel los, oder? Und schon beginnt das Gespräch. Du hast nichts Besonderes gemacht. Du warst einfach menschlich. Das ist das Geheimnis, über einfache und echte Dinge sprechen. Du brauchst kein tiefgründiges Thema. Fang mit dem an, was du siehst und was du fühlst. Wenn du zum Beispiel in einem Park bist, kannst du sagen, ich liebe diesen Ort. Er ist sehr ruhig. Oder wenn du auf den Bus wartest, dieser Bus ist immer zu spät, oder? Das sind kleine Sätze, aber sie schaffen Kontakt. Und dein Gehirn trainiert sich selbst, ohne Vorbereitung zu sprechen. Und weißt du was? Menschen lieben es, wenn ein Ausländer versucht, ihre Sprache zu sprechen. Selbst wenn dein Akzent nicht perfekt ist, hören sie dir freundlich zu. Ja, weil sie deine Mühe und deinen Mut sehen.
Und oft helfen sie dir, korrigieren dich sanft oder formulieren deinen Satz neu. Und dadurch lernst du noch mehr. Deshalb musst du dich trauen zu sprechen. Jede kleine Interaktion ist eine Chance. Ein Satz heute, ein Satz morgen und bald wirst du ohne Zögern sprechen. Also versuche dich an diese Regel zu erinnern. Ich versuche nicht perfekt zu sprechen, ich versuche menschlich zu sprechen. Genau, denn Sprache ist zuerst eine Verbindung zwischen Menschen. Und du, sag uns, hast du schon einmal versucht, ein Gespräch auf Deutsch zu beginnen? Was hast du gesagt? Wie hat die Person reagiert? Ja, schreib es in die Kommentare. Vielleicht hilft deine Erfahrung jemand anderem auch, sich zu trauen zu sprechen. Denn jedes geteilte Wort und jede erzählte Geschichte lässt unsere ganze Gemeinschaft wachsen. Also, du hast dein erstes Wort gesagt. Glückwunsch. Aber jetzt fragst du dich vielleicht, und was sage ich danach? Ja, genau da blockieren viele Menschen. Sie beginnen gut und dann kommt Stille. Das Gehirn friert ein, als würden alle Ideen verschwinden. Aber keine Panik. Es gibt einfache Tricks, um das Gespräch am Leben zu halten. Und der erste Trick ist zuzuhören. Ja, denn Sprechen ist gut, aber Zuhören ist noch besser. Wenn du zuhörst, gibst du der anderen Person Lust, weiterzureden. Und gleichzeitig lernt dein Gehirn neue Wörter und neue Strukturen. Genau. Und während die Person spricht, kannst du eine kleine, natürliche Reaktion vorbereiten. Ach wirklich? Echt? Oh, interessant. Das sind kleine Sätze, aber sie zeigen, dass du mitmachst. Und vor allem geben sie dir Zeit. Während du »ach wirklich« sagst, sucht dein Gehirn schon nach dem nächsten Satz. Das ist ein sehr nützlicher Trick. Danach kannst du einfache Fragen stellen, um das Gespräch weiterzuführen. Keine langen Sätze nötig. Zum Beispiel, »und du? Warum? Machst du das oft?« Ja, 3 Wörter können reichen, um einen Dialog neu zu starten. Und diese kleinen Fragen zeigen, dass du neugierig bist. Du kannst auch einen Teil des Satzes der anderen Person wiederholen. Wenn jemand zum Beispiel sagt, »ich mag Kaffee«, kannst du antworten, »Ah, du magst Kaffee? Ich auch.« Das ist eine sehr natürliche Technik. Du nimmst ihre Worte, veränderst sie ein wenig und das Gespräch geht weiter. Und vergiss nicht, es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Wichtig ist nur, zu reagieren und Interesse zu zeigen. Ja, denn ein Gespräch ist keine Prüfung. Du musst nichts beweisen. Du möchtest einfach einen angenehmen Moment teilen. Und je mehr du übst, desto entspannter wirst du. Am Anfang arbeitet dein Gehirn sehr hart. Aber nach und nach kommen die Wörter von allein. Weißt du, es ist ein bisschen wie ein Tanz. Eine Person spricht, die andere antwortet, und dann wird daraus ein natürlicher Rhythmus. Und je mehr du tanzt, desto mehr findest du deinen Rhythmus. Ja, ein sehr schönes Bild. Und dieser Tanz beginnt immer mit Zuhören und Lächeln. Also deine heutige Herausforderung. Sprich mit jemandem, auch nur kurz. Stell eine Frage, lächle und hör auf die Antwort. Und wenn du üben möchtest, schreib einen kleinen Dialog in die Kommentare. Tu so, als würdest du mit jemandem auf Deutsch sprechen. Das ist eine ausgezeichnete Übung. Ja, und lies auch die Kommentare der anderen. Vielleicht findest du Sätze, die du morgen wiederverwenden kannst. Denn ein Gespräch baut sich Wort für Wort, Lächeln für Lächeln auf. Weißt du, sprechen bedeutet nicht nur Wörter zu benutzen. Es ist auch eine Geste, ein Gesichtsausdruck, ein Tonfall. Manchmal spricht dein Gesicht lauter als dein Mund. Ja, das stimmt. Wenn du lächelst, wird dein Deutsch klarer. Wenn du jemandem in die Augen schaust, fühlt sich die Person gehört und respektiert. Selbst wenn du nicht viel sprichst, kommunizierst du bereits. Und dein Tonfall ist sehr wichtig. Sag »Guten Tag«, sanft mit einem Lächeln und die Menschen bekommen Lust, mit dir zu sprechen. Aber wenn du es schnell oder kalt sagst, verändert sich die Botschaft komplett. Ja. Zum Beispiel »Guten Tag, wie geht es Ihnen?«
Das klingt warm und natürlich. Aber wenn du Guten Tag mit geschlossenem Gesichtsausdruck sagst, endet das Gespräch, bevor es begonnen hat. Deutsch ist auch eine Sprache voller Emotionen. Man spricht mit den Händen, mit dem Blick und mit dem Tonfall. Und selbst wenn du nicht viele Wörter kennst, kannst du Freundlichkeit, Neugier und Freude zeigen. Genau. Und das kannst du zu Hause üben. Stell dich vor einen Spiegel und sag einen einfachen Satz. Hallo, geht es dir gut? Und schau dir deinen Ausdruck an. Siehst du freundlich aus? Klingt deine Stimme sanft oder zu schnell? Das ist ein ausgezeichnetes Training, denn dein Körper und deine Stimme sind deine ersten Kommunikationswerkzeuge. Noch bevor die Wörter herauskommen, spricht deine Haltung für dich. Und weißt du, was deutschsprachige Menschen besonders schätzen? Natürliche Höflichkeit. Ein einfaches Bitte, Danke oder schönen Tag noch kann eine Begegnung in ein schönes Gespräch verwandeln. Ja, das sind magische Wörter. Du musst nicht viel sagen. Aber wenn du sie ehrlich sagst, spüren die Menschen das. Und je mehr du diese einfachen Gesten übst, desto mehr Selbstvertrauen bekommst du. Denn dein Gehirn versteht, dass du auch mit wenig Wortschatz Kontakt herstellen kannst. Das ist die Schönheit der Körpersprache. Sie spricht, wenn Wörter fehlen, und oft spricht sie besser als Worte. Also, deine Übung des Tages. Achte beim Sprechen auf deinen Blick, dein Lächeln und deinen Tonfall. Ja, versuche eine Emotion zu vermitteln. Freundlichkeit, Interesse, Neugier. Denn Emotionen reisen schneller als Wörter. Und denk daran, selbst mit 10 Wörtern kannst du ein schönes Gespräch führen, wenn dein Gesicht mit dir spricht. Denn im Grunde sind Sprachen Brücken zwischen Herzen und nicht nur zwischen Gehirnen. Du möchtest ein Gespräch beginnen, weißt aber nie, worüber du sprechen sollst, oder? Gute Nachricht. Du brauchst kein großes Thema. Die besten Gespräche beginnen mit kleinen Dingen. Ja, deutschsprachige Menschen sprechen gern über den Alltag. Zum Beispiel über das Wetter, Essen, Musik oder sogar die Arbeit. Das sind einfache, universelle Themen und perfekt für dich. Wenn du über das Wetter sprechen willst, kannst du sagen, heute ist schönes Wetter, oder? Oder, was für ein Wetter, es regnet schon wieder. Einfach, natürlich und immer nützlich. Und wenn du in einem Café bist, kannst du anfangen mit, dieser Kaffee ist gut. Kommen Sie oft hierher? Oder, ich mag diese Musik, kennen Sie sie? Das sind kleine Sätze, aber sie öffnen eine große Tür. Ja, denn wenn du über das sprichst, was du siehst, musst du nicht lange nachdenken. Dein Gehirn reagiert schnell und alles wird flüssiger. Genau. Und du kannst auch einfache Fragen über die Person stellen. Arbeiten Sie hier? Wohnen Sie in der Gegend? Mögen Sie dieses Restaurant? Diese Art von Fragen ist eine sanfte Einladung zum Sprechen. Und pass auf, es geht nicht darum, wie in einem Interview zu fragen. Es ist einfach ein natürliches Gespräch, wie zwischen Freunden. Ja, wichtig ist der Tonfall. Sag die Sätze mit Neugier und mit einem Lächeln. Und wenn die Person antwortet, zeig ihr, dass du zuhörst. Ah, interessant. Ich mag diesen Ort auch. Und wenn du nicht alles verstehst, ist das kein Problem. Du kannst sagen, Entschuldigung Können Sie das wiederholen? oder was bedeutet das? Die Menschen sind freundlich, sie werden es dir erklären. Siehst du, das ist echtes, lebendiges Deutsch. Nicht das Deutsch aus einem Lehrbuch, sondern das Deutsch aus dem Café, aus dem Park und aus dem Lächeln. Und je mehr du mit einfachen Themen übst, desto mehr Wörter wirst du finden, um über größere Themen zu sprechen. Es ist wie beim Hausbau. Du beginnst mit kleinen Steinen. Also deine Übung des Tages. Wähle ein Alltagsthema und bilde 3 Sätze dazu. Zum Beispiel über das Wetter, Essen oder Musik. Du kannst sie sogar in die Kommentare schreiben. Ja, schreib uns, heute spreche ich über Kaffee oder heute spreche ich über das Wetter. Wir lieben es, eure Ideen und Fortschritte zu lesen.
Denn wenn du teilst, lernst du nicht nur für dich selbst, sondern inspirierst auch andere. Und denk daran, es gibt keine langweiligen Themen, nur Menschen, die sich trauen zu sprechen. Kennst du diesen Moment? Du sprichst mit jemandem, alles läuft gut, und plötzlich kommt nichts mehr. Dein Gehirn wird leer. Du willst etwas sagen, aber die Wörter verschwinden. Ja, und dann kommt Panik. Du denkst, oh nein, er wird glauben, dass ich nichts verstehe. Oder ich muss sofort etwas sagen. Und je mehr du in Panik gerätst, desto weniger Wörter kommen. Das ist normal. Auch Muttersprachler haben manchmal solche Momente der Stille. Aber du kannst lernen, mit diesem Moment umzugehen. Du darfst nicht vor der Stille fliehen. Du musst sie nutzen. Genau. Zuerst atme. Beeil dich nicht. Schau dein Gegenüber an, lächle und sag etwas Einfaches wie: Warten Sie, ich suche das Wort. Oder, wie sagt man das nochmal? Diese Sätze sind magisch. Sie zeigen, dass du weitersprichst, auch wenn du das perfekte Wort nicht findest. Ja, und das machen Muttersprachler auch. Sogar untereinander sagen sie, wie sagt man? Oder, ich habe gerade einen Blackout. Du siehst also, du bist wie sie. Und wenn du ein Wort nicht findest, versuche zu beschreiben, was du sagen willst. Zum Beispiel willst du Schlüssel sagen, aber du erinnerst dich nicht daran. Dann sag, das Ding, mit dem man die Tür öffnet. Das ist perfekt, man wird dich verstehen. Ja, das ist eine echte Fähigkeit, etwas zu erklären, ohne das genaue Wort zu kennen. Dein Gehirn passt sich an und je öfter du das machst, desto schneller wird es. Du kannst auch Zeit gewinnen mit kleinen Sätzen wie, ah ja, ich verstehe. Das ist interessant. Und du, was denkst du? Diese einfachen Sätze bringen das Gespräch wieder in Gang, während dein Gehirn nach den richtigen Wörtern sucht. Und manchmal ist es gut, eine Frage zu stellen. Wenn du zum Beispiel bei einer Idee blockierst, frag die Person: Wie sagt man das auf Deutsch? Menschen helfen gern. Und du lernst gleichzeitig. Ja, das ist der Schlüssel. Keine Angst vor der Leere zu haben. Eine kleine Stille ist kein Fehler. Sie ist nur ein Moment zum Atmen. Und oft machen solche Pausen das Gespräch natürlicher. Denn sie zeigen, dass du nachdenkst, dass du gut sprechen willst und nicht nur schnell sprechen willst. Weißt du, fließend sprechen bedeutet nicht ohne Pause zu sprechen. Es bedeutet, ohne Angst zu sprechen. Genau. Echter Fortschritt bedeutet nicht, niemals zu blockieren. Echter Fortschritt bedeutet, weiter zu sprechen, auch wenn du blockierst. Also deine Herausforderung. Wenn dir das nächste Mal ein Wort fehlt, entschuldige dich nicht und hör nicht auf. Erkläre, zeig es mit Gesten, lächle, improvisiere. Ja, denn das schönste Deutsch ist nicht das Deutsch aus Büchern. Es ist das Deutsch von Menschen, die es wagen zu kommunizieren. Und wir wollen wissen: Hattest du schon einmal diesen Moment, in dem dein Kopf leer wurde? Was hast du gemacht? Schreib es in die Kommentare und erzähl uns, wie du damit umgegangen bist. Du wirst sehen, du bist nicht allein. Weißt du, es gibt einen großen Unterschied zwischen Sprechen und Kommunizieren. Sprechen bedeutet, Wörter zu sagen. Aber Kommunizieren bedeutet, zu fühlen, was man sagt. Ja, und genau da vergessen viele Menschen etwas Wichtiges. Deutsch ist nicht nur eine Sprache, die man lernt. Es ist eine Sprache, die man lebt. Genau. Wenn du sprichst, versuche den Moment zu fühlen. Schau die Person an, lächle, sei natürlich. Du wirst sehen, alles wird leichter. Denn ein Gespräch ist keine Vorstellung. Du musst nichts beweisen. Du willst einfach einen Augenblick, ein Gefühl, eine Idee teilen. Ja. Und je mehr Gefühl du in das legst, was du sagst, desto besser merkt sich dein Gehirn die Wörter. Es ist bewiesen, Lernen geht schneller, wenn man liebt, was man tut. Siehst du, selbst wenn du einen einfachen Satz sagst wie „Ich mag dieses Lied“ oder „Dieser Kaffee ist wirklich gut“, wenn du es ehrlich sagst, spürt die Person es. Und das Gespräch wird lebendig. Und wenn das Gespräch lebendig wird,
entspannst du dich auch. Du beginnst zu vergessen, dass du lernst. Und genau dann geschieht die Magie. Ja, das stimmt. Wenn du aufhörst, an Grammatik zu denken und dich auf den gegenwärtigen Moment konzentrierst, kommen die Wörter natürlich. Denn dein Gehirn liebt Freude. Wenn du lächelst, setzt es Dopamin frei. Und diese positive Emotion hilft dir, schneller zu speichern. Deshalb sagen wir immer, lerne mit deinem Herzen, nicht nur mit deinem Kopf. Und weißt du was? Freude ist ansteckend. Wenn du lächelst, lächelt dein Gesprächspartner auch. Und dann wird das Gespräch zu einer echten menschlichen Begegnung. Und selbst wenn du einen Fehler machst, ist das nicht schlimm. Menschen erinnern sich an dein Lächeln, nicht an deinen Fehler. Ja, das Lächeln ist dein universeller Akzent. Jeder versteht es. Wenn du also Deutsch sprichst, versuche nicht perfekt zu sein. Versuche präsent zu sein, einfach du selbst zu sein. Denn echte Flüssigkeit ist nicht Geschwindigkeit. Echte Flüssigkeit ist Natürlichkeit. Und je mehr du mit Freude sprichst, desto mehr gibst du deinem Gehirn Lust, wieder anzufangen. Denke also bei deinem nächsten Dialog daran. Sprich mit deinem Herzen, nicht mit deiner Angst. Und wenn du üben willst, schreib in die Kommentare einen Satz auf Deutsch, der dich zum Lächeln bringt. Vielleicht motiviert deine Energie auch jemand anderen. Ja, teile deine gute Laune. Denn jedes Lächeln, jedes Wort erschafft eine Welt, die ein bisschen deutschsprachiger wird. Also, du siehst, ein Gespräch zu beginnen ist kein Berg. Es ist nur ein kleiner Schritt, ein Wort, ein Lächeln, ein Blick und alles beginnt. Ja, Deutsch ist kein Test, es ist ein Abenteuer. Jedes Wort, das du sagst, ist eine Tür, die du öffnest. Jedes Lächeln, das du gibst, ist eine Verbindung, die du erschaffst. Und selbst wenn du manchmal einen Fehler machst, ein Wort vergisst oder für ein paar Sekunden blockierst, ist das nicht schlimm. Denn du sprichst, und Sprechen ist schon ein Sieg. Genau. Flüssigkeit ist nicht Perfektion, sondern Bewegung. Es ist der Mut, es noch einmal zu versuchen und etwas zu sagen, auch wenn es nicht perfekt ist. Und je mehr du übst, desto natürlicher wird dein Deutsch. Eines Tages wirst du merken, dass du keine Angst mehr hast und dass die Wörter von allein kommen. Und an diesem Tag wirst du verstehen. Du bist bereits deutschsprachig. Und weißt du was? Du musst nicht auf diesen Tag warten. Du kannst dich schon jetzt deutschsprachig fühlen. Denn eine Sprache zu sprechen ist vor allem eine Art zu denken, eine Art, die Welt zu sehen. Ja, wenn du guten Tag sagst, wenn du lächelst, wenn du versuchst zuzuhören und zu verstehen, lebst du bereits auf Deutsch. Also versprich dir heute etwas. Keine Angst mehr vor dem ersten Wort zu haben. Sag dir einfach, ich kann sprechen, ich kann lernen, ich kann eine Verbindung schaffen. Und jedes Mal, wenn du es wagst zu sprechen, lässt du dein Selbstvertrauen, deine Stimme und dein Deutsch wachsen. Denn das wahre Geheimnis, gut zu sprechen, ist nicht schneller zu lernen. Es ist, niemals aufzuhören, es zu versuchen. Jetzt wollen wir wissen, was ist deine schönste Erfahrung auf Deutsch? Hast du schon einmal ein Gespräch mit jemandem begonnen? Wie war es? Schreib es in die Kommentare. Teile deine Geschichte, deinen Lieblingssatz oder sogar deinen kleinen Stressmoment. Wir lesen alles mit Freude. Und vor allem, vergiss nicht, like.german.pod zu abonnieren, um jeden Tag einfache Tipps, echte Dialoge und Motivation zu bekommen. Ja, wir begleiten dich Schritt für Schritt, damit dein Deutsch natürlich, selbstbewusst und lebendig wird. Also wiederhole mit uns, bevor du gehst. Ich kann Deutsch sprechen. Ich werde jeden Tag besser. Ich glaube an mich. Und das stimmt, du kannst es schaffen. Danke, dass du bis zum Ende bei uns warst. Hör weiter zu, sprich weiter und trau dich weiter. Denn jedes Wort ist ein Schritt Richtung Selbstvertrauen. Und vor allem, vergiss nicht, deinen Kommentar zu hinterlassen, das Video zu liken und es mit deinen Freunden zu teilen. Denn jede Stimme zählt.
Und deine gehört bereits zur Familie von like.german.pod. Ja,